und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mike's Musical World. Heute geht's nach Sondershausen, genauer in den Lustgarten von Schloss Sondershausen. Dort feiern die Thüringer Schlossfestspiele in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und das mit einem echten Schwergewicht im musikalischen Handgepäck. Songs for a New World, zu Deutsch Lieder für eine neue Welt. Und was sich erstmal nach einem Reiseprospekt anhört, ist tatsächlich Programm. Komponist Jason Robert Brown, seinerzeit gerade mal 25 Jahre jung, schickte mit diesem Stück 1995 in New York sein Debüt auf die Bühne und wurde damit quasi über Nacht zum Musical-Wunderkind. Keine durchgehende Handlung, kein Bühnenbildmarathon, sondern 16 kleine, in sich geschlossene Geschichten, sozusagen Häppchen statt Hauptgang, dafür aber mit ordentlich Würze. Pop, Gospel, Jazz, Funk und Swing wechselten sich munter ab. Die deutsche Fassung stammt von Wolfgang Adenberg, der wie gewohnt eine stimmige Übersetzung in unserer Sprache abliefert. Inhaltlich kreist alles um diesen einen Moment, den wir alle kennen, den Punkt, an dem sich eine Entscheidung nicht mehr aufschieben lässt. Da segelt 1492 ein Auswandererschiff Richtung Amerika voller Hoffnung auf die titelgebende neue Welt. Ein junger Mann macht sich von seinem destruktiven Vater los, eine Frau flieht aus einer lieblosen Beziehung und eine junge Mutter träumt ihrem Kind etwas vor, das sie sich früher mal selbst gewünscht hat. Kurz gesagt, lauter Menschen an Wendepunkten, mal komisch, mal zum Heulen, aber nie langweilig. Auf der Bühne im Lustgarten übernehmen 4 Stimmen sämtliche Rollen. Barbara Obermeier, Rebecca Stahlhut, Tobias Biri und Jörg Neubauer, quasi das gesamte Personal dieser neuen Welt in 4 Personen verpackt. Musikalisch sorgt das Lohorchester Sondershausen für den nötigen Drive, geleitet vom Flügel aus von Julian Gaudiano. Regie führt Ivan Alboresi, der hier noch einmal als scheidender Ballettdirektor seine Visitenkarte abgibt, tatkräftig unterstützt als visueller Leckerbissen, der bisher einmalig für dieses Stück ist, vom Ballett TN los. Die heiße Premiere mit über 30 Grad Außentemperatur war am 26. Juni 2026. Und wer es verpasst hat, keine Panik. Die neue Welt lässt sich bis zum 18. Juli noch mehrfach besuchen. Open Air, unter freiem Himmel, idealerweise mit Sonnenschutz und kühlem Getränk in Reichweite. Und nach der Premiere treffen wir Mann 1, Tobias Biri, zum Interview. Bleibt dran! Nach der Premiere von Songs of a New World treffen wir den Mann 1 dieser Produktion, Tobias Biri. Lieber Tobias, danke, dass du Zeit für uns hast. Du kommst aus Bern in der Schweiz und hast 2010 an der Universität der Künste Berlin dein Studium zum Musicaldarsteller mit 2 Auszeichnungen abgeschlossen. Nach deinen ersten Rollen als Geißenpeter in Heidi das Musical Teil 2 und dem Engel in Leben ohne Chris folgten Rollen wie Galileo in We Will Rock You, Friedrich in Friedrich Mythos und Tragödie oder Alfred in Tanz der Vampire. Ich habe dich auch als Harold Bright in Titanic und als Adam Felicia in Priscilla, Königin der Wüste in Tecklenburg gesehen. Sehr gut. Und dann warst du bei Moulin Rouge, Erstbesetzung Christian und Cover Duke, also strahlender Held oder Bösewicht, gemischt mit einer Portion Drag Queen. So, welche Rollen deiner bisherigen Karriere haben dich besonders gefordert und geprägt? Oh, gefordert? Ja. Das? Bitte ab, ja. Ja, ne? Das kann man fast nicht vergleichen. Das ist wirklich schwer. Also, ja, ne? Es ist wirklich schwer. Das ist tatsächlich schwere Kost hier. Ja. Aber vielleicht auch gerade, weil gerade Premiere war und mir so ein Riesenstein vom Herzen von den Schultern, von allem fällt, weil es wirklich gut lief. Aber das ist schon einfach schwer. Das ist musikalisch schwer, das ist sehr hochgeschrieben, gerade Mann 1. Das ist sehr viel, was dann, wo man Töne drin hat, die irgendwelche Backings sind.
Normalerweise ist es ein Endton in irgendeinem Song. Roxanne ist der Endton und das ist dann hier nur so ein Durchgangston. Also es ist einfach ja, so, genau. Ja. Also das ist wirklich, da muss alles sitzen, sonst geht das schief und es hat heute geklappt, deswegen bin ich mega. Ja, wunderbar. Mega das war wirklich schön. Also hier in Sondershausen warst du bei den Schlossfestspielen schon D'Artagnan und Jesus. Jetzt bist du Mann 1. Was waren das denn damals für Charaktere und welche Rollen verkörperst du hier als Mann 1 in Lieder für eine neue Welt? Damals, also zuerst war Jesus. Ja. Es sind halt ganz unterschiedliche Charaktere. Jesus ist eine Superstar. Ja, auch eine Liederfigur. Das haben sie eigentlich gemeinsam. Also Jesus als Liederfigur, der eine Gesellschaft oder seine Anhänger hat, die er führen muss. Und eigentlich D'Artagnan ist dann irgendwann das auch. Das haben sie so ein bisschen gemeinsam, obwohl sie natürlich komplett verschieden sind. Ja, am Anfang ist er noch ein jugendlicher Bengel. Ja, genau, da kommt er erstmal aufs Maul. Ja, und was ist jetzt hier Mann 1? Also hört sich ja erstmal ein bisschen komisch an. Ne? Warum denn Mann 1? Also es ist halt, das Stück ist ein Songzyklus. Ja. Wo die Geschichten eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das sind einfach so Einblicke in Geschichten, die so angerissen werden. Man erfährt, wie die Geschichte so ist, ein bisschen, aber nicht, wie sie ausgeht, zum Beispiel. Das ist dann einfach so ein Einblick. Ja. Und da sind, ich weiß nicht, wie viele Songs sind, aber 16. 16, siehst du, zack, weißt du mehr 16 Geschichten und 16 Songs. Und dann hast du halt du hast dann in den Songs verschiedene Charaktere, aber die werden halt von 4 Sängern und Sängerinnen 2 Sänger, 2 Sängerinnen gesungen und deswegen wird es so benannt. Aber ich habe eine verschiedene Anzahl an Charakteren, die ich spielen darf in diesem Abend. Es ist auch gar nicht wichtig, wie du dann heißt, ne? Also deswegen so anonymisiert? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es bei keinem der Songs, wie der Charakter eigentlich heißt. Nee, weiß ich. Einfach nur Mann 1. Genau, einfach nur Mann 1, der in eine verschiedene Rollen schlüpft sozusagen. Also du hast aber die deutsche Gesamterstaufführung dieses Stückes 2010 in Dessau live miterlebt, oder? Ja, wir haben als Universität das damals aufgeführt. Ich bin jetzt dann nicht ganz so, ob das wirklich zählt als Erstaufführung, weil wir nur in der Universität waren sozusagen und 10 Leute. Also wir haben das nicht zu viert gemacht, sondern zu 10. Aber wir haben da wirklich die frische Übersetzung da zum ersten Mal dann aufgeführt in Dessau. Genau. Ja, wie unterscheiden sich denn diese beiden Inszenierungen von damals und von heute? Hier ist es professionell, klar. Das ist eine gute Frage. Ja, ich stelle nur gute Fragen. Nur gute Fragen, stimmt. Ja. Also eben, der große Unterschied, 10 Leute, 4 Leute. Ja. Wobei hier sind dann auch zusätzlich noch die Tänzer, welche sehr, sehr wichtig ist. Die waren spannend. Ja, ich fand das wirklich ganz toll, weil ich finde gerade die Sprache von Ivan, er hat eine wahnsinnig tolle Bewegungssprache. Er ist ja auch Ballettdirektor hier und hat ganz viel Erfahrung mit dem Inszenieren von Musical und das kommt dann so aus einer Hand und das finde ich bei Musical so toll, wenn die Sprache so fließend ineinander übergeht. Das hatten wir damals nicht. Da waren wir 10 Leute und haben das kann man nicht vergleichen. Das ist auch schon lange her, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, hier bist du unter anderem Auswanderer auf einem Segelschiff 1492. Vor kurzem warst du in der konzertanten Aufführung von Christina, der Immigrant Karl Oskar. Haben diese Rollen irgendwas Gemeinsames? Eigentlich ja. Ja, ne? Weil, ja, genau, sie müssen weg von da, wo sie sind. Da sind sie nicht mehr erwünscht. Oder haben große Probleme, also Schweden, Riesenprobleme, die Familie und die entscheidet sich dann nach dem Tod des Kindes, ich will jetzt nicht spoilern, aber so ist es halt. Ja, ich kenne Christina, sehr gut. Die entscheiden sich dann nach Amerika zu gehen und das ist eigentlich, und habe keine Ahnung, ob sie überhaupt die Überfahrt überleben und das ist eigentlich dasselbe Thema. Das ist hier wirklich, auch, habe ich mir so noch nicht überlegt, sehr gut. Ja, nun dafür bin ich ja da. Sehr gut. Als Schweizer singst du in Der Dampfzug von einem Jungen, der vom Durchbruch als Sportstar träumt. Hattest du als Kind auch große Ambitionen? Wolltest du zum Beispiel Feuerwehrmann werden oder war damals schon Musical-Darsteller dein Traumjob? Ich wollte, also wenn man jetzt von Sport spricht, ich hab Volleyball geliebt. Ich habe 14 angefangen, so ungefähr. Ich habe das geliebt. Ich konnte auch relativ hoch springen. Okay. Und das hat echt so Bock gemacht. Ich bin halt nicht so groß. Wenn ich jetzt nochmal, weil ich jetzt 1,90 wäre, dann würde ich vielleicht jetzt Volleyball spielen. Okay. Aber das war echt
Ja, dann hätten wir aber einen sehr guten Musical-Darsteller weniger. Auch hier in Deutschland, muss ich sagen. Also nicht nur in der Schweiz. Als Frank Abagnale Jr. hast du in Catch Me If You Can einen Hochstapler gespielt, der in viele Rollen schlüpft. Wie viele Rollen spielt denn Mann 1 heute Abend? Weißt du gar nicht, ne? Nee, ich weiß es nicht. Aber wie viele Songs hast du denn? Ich weiß es auch nicht. Ich Auch müsste nicht. zählen. Also Moment. Also wenn man jetzt, das sind halt nicht wirklich Solo-Songs. Ja, ich habe nur ich einen weiß. Solo-Song. King of the World. Ja. Ja, aber ja. Echt? Ja, Okay. müsste ich jetzt lügen. Gut. Weil Sailing Ship, also der zweite, wir haben das Opening, aber Sailing Ship, das Ja. ist, Da das sind noch alle ein paar. dabei. Dann haben wir River Flows, also der Fluss, der River Flows, doesn't flow. Der ist auch, sind alle dabei. Wir haben Steam Train, da sind auch alle dabei. Ja. Wir haben Aber trotzdem King musst of du the ja World. da in verschiedene Rollen schlüpfen, ne? ja genau, so Rollen sind jetzt spezifische Rollen. Haben wir Sailing Ship, wir haben River, wir haben Steam Train, wir haben King of the World, wir haben Flying Home. Das sind so Aber da so zwischendrin hin und her zu schalten, ist auch nicht schwierig, oder? Wenn es gut gebaut ist, hilft das wahnsinnig. Und Ivan hat das wirklich sehr, sehr schön gebaut. Ja, ich meine, also du hast ja, also wenn du da im Gefängnis sitzt, das ist ja schon was ganz anderes als auf diesem Schiff da ganz am Anfang, würde ich mal Ja. so behaupten. Also ist es nicht wirklich schwer, punktgenau emotional in eine neue Rolle hineinzufinden hier in dem Stück, ne? Das geht eigentlich ganz gut. Man muss halt, das ist wirklich Cut setzen, ja, ja. rein, zack. Ja. Situation, Und die nächste. Geschichte und raus. Ja. Also in dieser Revue gibt es ja, wie du schon sagtest, keine durchgehende Handlung, nur lauter intensive Lebensmomente und 16 individuelle Geschichten. Fühlt sich das anders an als ein normaler Theaterabend? Ja, das ist schon etwas Spezielles. Ja, aber es ist trotzdem kein Konzert, oder? Nee, es ist kein Nee. Konzert. Es Ja. ist wirklich eigentlich, es sind Irgendwas ganz viele dazwischen. Stücke hintereinander. Ja, es ist wirklich was Spezielles. Und Ja. ich bin auch gespannt. Ich habe noch niemandem geredet, wie das ankommt. Doch, es war schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die CD auf Englisch gehört. Es gibt ja 2 Aufnahmen und ich war nicht ganz überzeugt. Ja, ich bin nicht so der Jazz-Fan. Okay. Und, aber hier auf der Bühne wirkt das doch ganz anders. Natürlich ist es auch schöner, wenn man alles direkt versteht. Dann kann man da natürlich auch eher reinschlüpfen. Also ich fand es super spannend und es hat mir sehr gut gefallen. Aber wenn du eine der 16 Songgeschichten aus dem Stück tatsächlich selbst erleben müsstest, Schiffbruch, Gefängnis oder Weihnachten mit Mrs. Santa Claus, welche wäre dir denn am liebsten? Oh. Es sind alles schwierige Geschichten, also schwierige Momente in. Der Hauptsache, du stürzt dich nicht vom Hochhaus. Ja, genau. Also es ist wirklich immer der Moment, wo etwas gerade passiert und es geht darum, wie geht die Figur damit um. Und das, ja, der Liebste ist eigentlich der wenig Schlimmste. Also ich möchte weder im Gefängnis sitzen noch im Krieg erschossen werden. Deswegen, dann lieber auf dem Schiff. Lieber auf dem Schiff. Lieber auf dem Schiff. Das ja. hat ja auch toll, also das sah auch toll aus da mit dem Ensemble, mit dem Ballett. Das war toll. Ich habe das ja gar nicht, ich sehe das ja gar nicht, wenn ich da auf der Bühne Solltest bin. du dir aber mal ja, das ansehen. müsste ich mir mal ansehen. Ne? Das sieht toll aus. Ich glaub, Auch ganz am Ende, dieses mit den Armen da, das sah toll aus. Ja, genau. Das hatte was. Also ich wünsche euch hier im Lustgarten von Schloss Sondershausen eine möglichst trockene und nicht mehr ganz so heiße, erfolgreiche Spielzeit. War das heute schlimm? Ja, das war schon heftig. Das war heftig, ne? Als wir den Soundcheck gemacht haben, kamen wir raus und es war einfach brutal. Ja. Es hat sich dann ein bisschen verzögert nach hinten. Ja, wir haben eine halbe Stunde später angefangen. Das war voll okay. Das war also für uns, das macht Sonst einen hätten wir ja auch Riesenunterschied. noch hier in der Sonne gesessen. Genau. Also das war schon was ganz Besonderes. Also alles Gute und bis dann. Danke. Danke. Ciao. Danke dir. Tschüss.